So, herzlich willkommen und ja, natürlich geht es heute weiter mit dem, was wir letztes Mal gemacht haben, denn wir haben ja gesagt, wir wollen hier Dateien über das Netzwerk übertragen und heute geht es darum, wie man diese Dateien auch verschlüsseln kann. Und das machen wir hier über den Modus oder die Datei Encrypt Files. Und wir verwenden das Modul PyCryptoDome. Das heißt, das müssen wir erstmal installieren. Sudo pip install PyCryptoDome. Da sind alle Libraries etc. drin. Das müssen wir nicht mehr selber AES implementieren etc. Aber ja, viele von euch verwenden vielleicht noch etwas, das nennt sich PyCryptodome. Also über pip könnt ihr das quasi auch installieren. Sudo pip install PyCrypto. Der Punkt, warum wir das nicht mehr verwenden, ist, das wurde quasi abgeschafft. Also es wird nicht mehr weiterentwickelt. PyCryptoDome ist jetzt das aktuelle und PyCrypto ist schon länger inaktiv bzw. tot und seit Python Version 3.8 auch nicht mehr zu verwenden, weil es einfach auch nicht mehr geht. Also es gab quasi Updates in Python im System drin von Funktionen, die deprecated waren und ja, PyCrypto hat halt natürlich nicht geupdatet, weil es tot ist, deswegen geht es einfach nicht mehr. Und was wir hier jetzt machen, ist Folgendes. Wir wollen zuallererst mal uns die Datei natürlich verschlüsseln. Wir wollen sie aber auch entschlüsseln können auf der Serverseite dann. Und all das soll eigentlich über diese Encrypt Files Datei sein, die wir dann später, also das dürft ihr dann machen, die könnt ihr hier in Transfer Files zum Beispiel einbinden, okay? Und ja, das können wir hier wunderbar machen, indem wir hier das Ganze über Methoden machen. Und hier in Transfer Files können wir dann einfach nur noch sagen Import Encrypt Files. Und hier drin könnt ihr dann wunderbar die Methoden benutzen, die ich definiert habe hier drüben in Encrypt Files. Das heißt, da müsst ihr euch dann gar nicht mehr drum kümmern. Wie gesagt, das Verbinden, das überlasse ich euch. Das dürft ihr gerne mal selbst ausprobieren. Sollte aber nicht so schwer sein. So, zunächst mal, wir müssen Dateien lesen können. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch Krypto benutzen. Und es ist ein bisschen komisch, wir haben PyCrypto installiert, okay? Es gibt keinen PyCrypto zum Installieren hier oder zum Nutzen hier. Das Modul heißt nämlich nur Crypto, okay? Also nicht verwirren lassen. Und wir brauchen random und wir brauchen aus crypto.cypher brauchen wir AES. So. Und das ist eigentlich alles, was wir hier dringend brauchen. Wir müssen jetzt natürlich uns darum kümmern, dass wir die Dateien erstmal verschlüsseln. Wir wollen sie aber auch wieder entschlüsseln können. Das heißt, in dem Server-Code hier, den wir letztes Mal gemacht haben, könnt ihr auch selber gerne das einfügen, dass auch wieder entschlüsselt werden kann. Und der Server kann natürlich auch zum Client was schicken, was dann auch wieder fair und entschlüsselt werden muss. Also deswegen beides in einer Datei. Und was wir auch machen müssen, ist, wir müssen natürlich den Schlüssel uns irgendwie einlesen, wenn wir das wollen. Und da wollen wir uns dann nachher noch kurz dazu äußern, wie dieses mit dem Schlüssel und so weiter funktioniert. Zunächst einmal fangen wir doch an mit der Verschlüsselung. Das heißt, Dev Encrypt ist eigentlich nicht so kompliziert. Wir brauchen hier zum Verschlüsseln natürlich einen Schlüssel und einen File-Name. Das heißt, wir wollen das natürlich dann auch mit einer Datei machen und nicht einfach nur das, was man eingibt. Das wissen wir ja schon, wie das geht. So, und die Datei, die muss man normalerweise einlesen. Das bedeutet, man hat nicht automatisch die komplette Datei zur Verfügung, man kann nicht die komplette Datei sofort verschlüsseln, sondern man nutzt normalerweise mehrere Modi, damit man die Dateien nach und nach komplett verschlüsselt. Und das macht man über Chunks. Ja? Und ein Chunk hat eine gewisse Größe in Bytes zum Beispiel. Das heißt, wir sagen hier 32 mal 1024 zum Beispiel als Größe, dann haben wir hier 32 Kilobyte Chunk-Größe. Okay? Und dann können wir hier noch definieren, wo wir es Out-File-Name reinschreiben, also wie die Datei heißen soll, die wir unsere Ausgabe haben. Und die nennen wir jetzt einfach mal File-Name plus Bindestrich encrypted. Wobei, andersrum wäre es vielleicht besser, wenn wir das andersrum machen. Dann haben wir hier schon direkt die Information am Anfang, dass das Ganze encrypted ist und können danach dann auch sortieren. Ich glaube, so ist es angenehmer. Also encrypted Bindestrich und dann den Originaldateinamen. So müssen wir uns auch nicht um die Endung kümmern. Das ist, glaube ich, recht angenehm. So, next up ist sozusagen unser IV. Das heißt, unser Initialisierungsvektor, der macht quasi, dass wir das Ganze auch, dass wir nicht jedes Mal beim selben sozusagen starten. Und der ist normalerweise immer zufällig gewählt, wird allerdings mit in die verschlüsselte Datei geschrieben. Das heißt, wenn ihr euch meine Krypto-Playlist anguckt, könnt ihr gerne machen. Dort gibt es quasi Informationen, warum man den IV eigentlich braucht, also den Initialisierungsvektor. Und ja, das ist im Endeffekt, so konnte man beweisen, dass das sicherer ist.
Das heißt, wir sagen hier, wir wollen einen Zufall generieren und sagen hier, okay, wir brauchen dafür 16 Bytes, die wir hier auslesen wollen. Das heißt, wir brauchen ein wenig Randomness und sagen dann, okay, darüber bauen wir uns den Verschlüsselungsvektor bzw. den Initialisierungsvektor, der danach von unserem Encryptor, also der quasi für alles verantwortlich ist, hier genutzt wird. Und wir wählen natürlich den AES-Algorithmus. Warum wir AES wählen, sollte klar sein. Das ist der Standardverschlüsselungsalgorithmus, wenn man irgendwie sichere Verschlüsselung braucht, mit einem Key, der auf beiden Seiten gleich gewählt ist. Okay? Das heißt, wenn ihr einen Schlüssel habt, dann muss der auf beiden Seiten vorhanden sein. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht einfach hergehen und sagen, hey, ich verschlüssel was für meinen Gegenüber und schicke ihm das, sondern ihr müsst den Schlüssel erstmal auf beide Seiten übertragen. Das ist auf der einen Seite ein Hindernis, auf der anderen Seite verschlüsselt man so eigentlich immer Dateien, weil AES deutlich schneller ist als jetzt zum Beispiel RSA oder Diffie-Hellman oder sonst irgendwas und man so effizient mehr oder weniger Sachen verschlüsseln kann. Und ja, deswegen machen wir das hier auch so. So, der Schlüssel muss natürlich eingegeben werden, sollte klar sein. Das ist quasi das, was wir hier übergeben bekommen. Und dann brauchen wir einen Modus. AES.mode. Da findet ihr alle Modi. Und jetzt könnt ihr euch hier mehr oder weniger einen aussuchen. Hier kann man sich jetzt drüber streiten, welches der bessere Modus ist oder so. Aber ja, ECB solltet ihr nicht verwenden, wenn ihr mehr als einen Block eigentlich verwendet, weil der über mehrere Blöcke hinweg unsicher wird. Da ein Block hier allerdings gerade mal 32 Kilobyte groß ist, wage ich zu bezweifeln, dass das für eure Dateien ausreicht. Das heißt, ECB bitte nicht benutzen. CBC auf der anderen Seite, es gab ein paar Angriffe gegen CBC, deswegen ist schwierig, also den sollte man, glaube ich, auch nicht mehr benutzen. OFB ist relativ ähnlich wie CBC, genauso wie CFB. Wenn ihr mehr Details finden wollt, dann schaut euch, wie gesagt, hier meine Krypto-Playlist an. Zudem haben CFB und OFB auch gleichzeitig noch ein bisschen, also sie können unter Umständen Speicher sparen, aber ich glaube, das ist jetzt hier nicht so relevant. Dann haben wir den CTR-Modus hier auch, genau, CTR-Modus. Hier, das ist der hier, der ist super, wenn ihr extrem große Dateien habt. Das heißt, wenn das Ganze wirklich stark parallelisiert werden muss, dann müsst ihr bei euch auch selber um die Parallelisierung kümmern. Das heißt, hier in dem Fall muss das jetzt nicht sein. Dann haben wir XTS hier auch? Ne, XTS haben wir nicht. Und ja, dann haben wir noch den OCB. Und der ist eigentlich, zumindest von dem, was er verspricht, der beliebteste Modus. Allerdings gibt es eben Patente in den USA, was für manche so ein bisschen abschreckend sein könnte. Deswegen werden wir hier jetzt auch mit dem CFB arbeiten. Der ist eigentlich recht solide, würde ich behaupten. Im Grunde ist es allerdings trotzdem jetzt keine Mega-Wissenschaft. Also egal welchen Modus ihr jetzt hier verwendet, solltet ihr eigentlich bei was relativ Gutem rauskommen und jetzt keine Probleme deswegen bekommen oder so. So, den IV müssen wir auch noch setzen. Der wird natürlich übergeben in der IV-Variable. Und jetzt können wir anfangen, die Datei zu verschlüsseln. Das bedeutet with open. Und naja, welche Datei wollen wir öffnen? Filename natürlich, Filename. Und wie wollen wir sie öffnen? Wir wollen sie binär öffnen, damit wir hier auch wirklich in binär das Ganze lesen können und dann schreiben können, auch in binär. F-Input. Und die wollen wir schreiben in eine weitere Variable, in eine weitere Datei namens OutFileName. Haben wir ja oben schon berechnet, wie die aussehen soll. Und zwar wollen wir hier binär schreiben. So, und das machen wir als F-Output. So, und naja, wie genau wollen wir eigentlich schreiben? Und auch hier wieder müssen wir uns jetzt im Klaren sein, dass wir hier eigentlich ein gewisses Protokoll schaffen. Das heißt, wir schreiben unser eigenes Dateiformat. Das bedeutet, am Ende kann niemand die Datei lesen, wenn er nicht weiß, wie sie kodiert ist. Das heißt, was eigentlich wo steht. Und zwar zunächst mal, wir sagen, wir wollen erstmal die Dateigröße schreiben. Das heißt, wie groß war eigentlich meine Datei? Und das müssen wir hier oben noch berechnen. Das machen wir hier. File Size ist gleich. So. Und ja, das machen wir erstmal über os.path.getSize. Und zwar von unserem Filename natürlich. Allerdings machen wir jetzt Folgendes. Und zwar, wir sagen hier String aus diesem ganzen Ding.
So, und hier hinten dran sagen wir jetzt .zfill. .zfill ist eine interessante Methode, die das Ganze paddet. Das heißt, dass es auf jeden Fall immer gleich groß ist. Und zwar mit Nullen auf der linken Seite. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel hier, sagen wir mal, und wir sagen hier, wir wollen 16 Zeichen haben. Das heißt, sagen wir mal als Beispiel, ihr habt hier die Dateigröße von 32 Kilobyte. Ja? Das heißt, wir haben hier von mir aus 32000. Das sind 32 Kilobyte, das ist jetzt vereinfacht. So, was jetzt passiert, ist Folgendes. Ihr habt hier 5 Zeichen verwendet. 6 Zeichen, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja? Das wird geschrieben. Das heißt, wir wissen exakt, wie lang ist eigentlich das, was da steht. Wie groß ist das eigentlich? Und wir können das dann natürlich auch wieder zurückkonvertieren in die File Size. Das brauchen wir hier. Und damit sagen wir hier, iv ist gleich random.new und so weiter und so fort. Und ja, dann fangen wir an, hier das Ganze zu schreiben. So, und jetzt müssen wir erstmal uns überlegen, was schreiben wir denn als allererstes? Nun, als allererstes müssen wir schreiben outfile, beziehungsweise nicht, stopp, wir haben die Datei ja schon, foutput.write. Achtung, wir schreiben alles in binär, weil wir hier gesagt haben, wir wollen gerne binär schreiben. Den Löffel müssen wir jetzt auch leider lutschen. Das heißt, File Size wollen wir als allererstes schreiben und wir müssen sie in binär codieren, das heißt .encode. Und naja, was für ein Codec benutzen wir? Wir nutzen normalerweise UTF-8, das ist eigentlich so ziemlich das zuverlässigste, was man verwenden kann. Und das zweite, was wir hier schreiben wollen, ist den IV. Das bedeutet, der IV hier, der muss auch mit reingespeichert werden, ansonsten kann am Ende niemand mehr die Datei entschlüsseln. Das heißt foutput.write und dann den IV. Der IV ist schon binär, den müssen wir nicht konvertieren, das ist kein String. So, und ja, jetzt geht's weiter. Jetzt lesen wir die Datei ein, also die f-Input lesen wir jetzt ein. Und jedes Mal, wenn wir quasi was eingelesen haben, einen Chunk, wollen wir den wieder schreiben, okay? Das bedeutet, wir sagen hier while true, okay? Und ja, jetzt lesen wir einen Chunk ein. Chunk ist gleich f-Input.read. Und wie viel wollen wir lesen? Naja, wir wollen Chunks lesen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier mehr zu machen. Das heißt, wir überlegen uns erstmal, okay, wann hört das Ganze eigentlich auf? Wann können wir hier aufhören zu lesen? Naja, ist ganz klar, wenn die Länge unseres Chunks hier gleich 0 ist. Das heißt, wenn wir nichts Neues mehr gelesen haben, dann breaken wir aus der Endlosschleife aus. Sollte klar sein. Und ansonsten machen wir Folgendes. Es kann jetzt passieren, dass euer Chunk nicht dem entspricht, was ihr hier haben wollt. Und zwar keinen 32 Kilobyte zum Beispiel. Es könnte zum Beispiel sein, dass euer Chunk nur 1024 Byte hat. Und dann müsst ihr natürlich das Ganze auch wieder auf eine Größe hochbrechen, die eigentlich okay ist für eure Datei. Und das heißt, ihr müsst hier sagen, wenn die Länge eures Chunks modulo 16. Warum jetzt modulo 16? Naja, weil das unsere Encryption-Größe ist sozusagen. Wenn das ungleich 0 ist, also wenn es nicht auf 16 aufhört, wenn es zum Beispiel jetzt hier 32000 ist, oder sagen wir einfach mal 32001, ja. Wenn das ist, die Größe, dann haben wir ein Problem. Da müssen wir hier nämlich auch wieder ein Padding bauen. Das heißt, wir müssen uns quasi um den Chunk kümmern und den auffüllen, okay? Das heißt, der Chunk wird überschrieben hier, und zwar mit Chunk. Allerdings will ich den hinten dran überschreiben. Ups, das sollte ein Plus werden. Plus gleich. Und zwar sagen wir hier, wir wollen das Ganze als binären String haben. Und zwar, wir wollen einfach ein binäres Leerzeichen hier reinschreiben, sozusagen. Und zwar, wie oft wollen wir das machen? Naja, wir wollen das ja so machen, dass es auf 16 quasi endet. Also, dass es modulo 16 0 ist, dass das Ganze eben durch 16 teilbar ist. Das heißt, mal, also Leerzeichen mal 16 minus die Länge von unserem eigentlichen Chunk und das Ganze modulo 16. Das hört sich jetzt erstmal bescheuert an und ziemlich kompliziert. Und es fehlt auch noch irgendwo eine Klammer, glaube ich. Nee, es fehlt keine Klammer mehr. Doch, es fehlt eine Klammer hier drumrum. So. So, was haben wir jetzt hier gemacht? Also wir sagen hier, wir wollen ein Leerzeichen in binär kodiert haben, deswegen ist B vorne dran. Und zwar wollen wir das so oft, dass es aufgefüllt wird auf 16, also dass es durch 16 teilbar ist. Wenn wir zum Beispiel nur 1 haben, dann kommen da 15 Leerzeichen hinten dran. Ja? Und da das quasi das letzte ist, was wir hier gerade noch lesen, weil, naja, wenn wir einen vollständigen Chunk lesen können,
dann können wir hier auch tatsächlich hergehen und müssen das nicht machen. Dann können wir hier einfach alles ganz normal encrypten und dann können wir das auch schreiben. Allerdings, wenn wir jetzt hier quasi eine Datei haben, die aufhört auf 010011, so, und wir lesen halt so weit, das können wir perfekt encrypten und dann sagen wir hier 011, das bleibt übrig, dann müssen wir hier auffüllen. Da müssen wir quasi einfach ein binäres Nichts einfügen, damit wir hier das Ganze fertig kriegen. Damit wir quasi die Anzahl an Zeichen hier fertig kriegen. So, das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Und ja, danach im nächsten Durchgang, wenn wir das gemacht haben, dann wird hier sowieso getestet, habe ich überhaupt noch was zum Einlesen? Nein, also Break. Okay, sehr gut. Und was machen wir jetzt? Naja, wir sagen, okay, jetzt schreiben wir das ganze binäre Kuddelmuddel hier rein. foutput.write. Und naja, das Ganze muss natürlich auch verschlüsselt geschrieben werden. Das heißt encryptor.encrypt. Wir haben alles schon vorbereitet, jetzt müssen wir nur noch den Chunk hier selbst encrypten. Und damit haben wir alles, was wir brauchen. So, und das ist die Encryption von einer Datei. Jetzt können wir sie allerdings natürlich noch nicht decrypten. Das heißt, wir haben hier noch nicht wirklich irgendwas, was wir hier machen können. Und das will ich jetzt auch noch kurz mit euch machen. Auch wenn es ein relativ langes Video wird. Ich hoffe, das ist okay für euch, denn wir brauchen ja auch noch ein kleines Beispiel. So, das heißt, was wir jetzt machen, ist erstmal uns den Schlüssel holen und eine Datei verschlüsseln. Dazu schreiben wir uns die getKey-Methode. Und zwar, was die braucht, ist im Endeffekt ein Passwort, denn wir wollen das ganze Passwort geschlüsselt oder verschlüsselt machen. Ja, man soll einfach nur mit seinem Passwort das Ganze machen. Und Achtung, ich weiß, viele schreien jetzt gerade auf, ey, ein Mensch kann niemals ein sicheres Passwort sich auswählen. Dann würde ich euch mal ganz kurz bitten, hier auf Secure Password zu wechseln und hier mal ein Passwort zu generieren, okay? Denn wir haben hier tatsächlich Passwörter generiert, die genug Entropie haben, nämlich mehr als 100 Bit Entropie, was gemäß dem BSI-Standard als sicher gilt. Das heißt, wir brauchen hier tatsächlich nur ein sicheres Passwort zu wählen, um das zu machen. Und das Passwort könnt ihr natürlich auch programmatisch wählen, ja? Es geht nur darum, dass ihr quasi euch das Passwort aussucht und dann hin und her übertragt. Okay. Wie das Hin- und Her-Übertragen funktioniert, asymmetrische Verschlüsselung machen wir irgendwann anders. Das können wir gerne noch machen, aber das ist jetzt hier ein bisschen too much, denn wie gesagt, wir sind schon bei über 16 Minuten, merke ich gerade. Okay, also getKey von Password. Was machen wir genau? Naja, wir wollen nicht das Passwort an sich verwenden, sondern wir wollen das auf eine fixe Länge machen. Das heißt, wir sagen hier, wir wollen einen Hashing-Algorithmus haben und sagen hier, okay, wir benutzen SHA-256. Und auch hier gibt es wieder sehr, sehr viele Möglichkeiten, SHA-256 zu machen. Wir nutzen jetzt natürlich hier einfach mal wieder das Modul, was wir hier auch schon die ganze Zeit verwenden, damit wir nicht noch eins brauchen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das direkt von Python zu bekommen. Aber es gibt auch über crypto.hash kann man auch Import machen. Und dann hat man hier sehr, sehr viele verschiedene Passwörter im Endeffekt. Und warum wir jetzt hier nur SHA-256 verwenden, ist folgender Grund. Wir benutzen hier keinen, also ich meine, SHA-256 ist erstmal kryptografisch gesehen sicher, ja, aber auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt langsamere Hashing-Algorithmen und wenn man Passwörter speichert, dann sollte man eigentlich einen langsameren benutzen, damit es Leute, die Brute Force anwenden, schwerer haben. Warum brauchen wir jetzt hier eigentlich keine Angst vor Brute Force Angriffen zu haben? Naja, ganz ehrlich, wir haben hier die Voraussetzung, damit das Ganze hier überhaupt funktioniert, dass wir hier ein sicheres Passwort haben, was mehr als 100 Bit Entropie hat. Ja? Das bedeutet, wir müssen hier sozusagen davon ausgehen, dass das Passwort schon sicher ist. Und mit dem Hash-Algorithmus hier bringen wir es einfach nur noch auf eine feste Größe sozusagen. Und das ist eigentlich unsere einzige Anwendung von diesem Hash-Algorithmus hier. Und deswegen müssen wir uns hier nicht mehr wirklich Sorgen drum machen. So, wir sagen jetzt hier SHA-256.new. Und hier können wir jetzt einfach das Passwort eingeben, also Password. Achtung, auch wieder in binär bitte, die wollen alle binär. .encode UTF-8 natürlich. So, und dann geben wir hier einfach zurück hashing.digest. Also der muss essen. So, okay, das ist quasi unsere Methode dafür. Und ja, jetzt wollen wir natürlich unsere Main-Methode noch schreiben. Die ist wiederum nicht dazu da, importiert zu werden. Die ist jetzt eigentlich nur noch dafür da, dass wir das Ganze hier testen können. If name gleich Bodenstrich, Bodenstrich, Main. Eieiei.
dann wollen wir was tun. So, welche Datei wollen wir nehmen? Filename ist gleich, und wir nehmen mal wieder eine dieser Audiodateien hier, die long.wave. So, Copy Path, Absolute Path und das da rein. Okay, und ja, lasst euch nicht verwirren, ich habe hier jetzt gerade wieder Linux verwendet. Warum, werdet ihr auf meinem Vlog-Kanal erfahren übrigens. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich diese Datei hier verschlüsseln erstmal. Das heißt, wir sagen hier Password ist gleich Input. Das muss jetzt jemand eingeben tatsächlich. Password Doppelpunkt. So, und das war zu früh. Und hier sagen wir dann einfach Encrypt von, naja, was brauchen wir? Den Key. Achtung, der Key muss erstmal über getKey berechnet werden. Das heißt, wir sagen hier getKey von Password. Und auf der anderen Seite sagen wir, naja, welche Datei soll verschlüsselt werden? Filename. Okay, wunderbar. So, und jetzt können wir das Ganze encrypten lassen und die Datei wird auch automatisch geschrieben werden. Und das heißt, wir haben hier eigentlich alles, was wir brauchen. Und wenn wir das jetzt laufen lassen, dann sagen wir hier Run Encrypt. Okay, jetzt müssen wir ein Passwort auswählen und gehen mal hier auf, die Sprache können, Quatsch. Secure Password natürlich und lassen das auch mal laufen, damit wir hier ein sicheres Passwort haben. Und ui, das wird ein interessantes, langes Passwort, was auch offiziell secure ist. Und jetzt gehen wir hier einfach wieder auf Encrypt Files zurück und sagen hier, okay, wir geben einfach das Passwort ein und bekommen natürlich einen Fehler. Ja, weil wir natürlich hier Encrypt und dann haben wir Run Media und so weiter und so fort. Das ist natürlich Quatsch. Das ist natürlich Käse hier, dass wir das Encrypted vorne dranhängen, beziehungsweise dass wir hier auch den kompletten Pfad dran packen. Wir nehmen hier natürlich os.path.basename von unserer kompletten Datei, damit wir nur den Basename haben, ja, damit wir es quasi in dieses Verzeichnis reinschreiben. Das ist schon okay. Und ja, packen hier das Passwort rein und siehe da, die Datei ist encrypted, hat allerdings immer noch die Endung .wav. Denn, naja, diese Endung .wav, die haben wir ja einfach übernommen. Das war ja auch quasi der Sinn dahinter. Wir können sie allerdings nicht abspielen lassen. Das heißt, diese long.wave ist jetzt tatsächlich hier verschlüsselt. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren. Und wir wollen das bitte nicht zu Git hinzufügen. So, und ja, dieses Passwort muss man sich jetzt merken. Das muss irgendwie auf anderem Wege zu unserem Klienten sozusagen kommen, beziehungsweise zu unserem Server kommen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich uns auch noch um den Decrypt-Algorithmus kümmern. Das heißt, wie das Ganze eigentlich wieder entschlüsselt wird. Und hier, naja, ist eigentlich nicht so kompliziert. Im Endeffekt ist es quasi das Gegenteil von dem, was wir beim Verschlüsseln gemacht haben. Also dieses Encrypt hier. Wir machen einfach genau das Analoge fürs Decrypten. Das will ich noch ganz kurz mit euch machen. Geht auch nicht allzu lang. Das heißt Decrypt. Und was brauchen wir zum Decrypten? Sollte eigentlich relativ klar sein. Wir brauchen einmal Key und einmal Filename. Ups. Und den Doppelpunkt brauchen wir auch, definitiv. So, und dann haben wir hier immer noch dieselbe Chunk-Size. Chunks ist gleich. Und wisst ihr was? Ich nehme jetzt einfach mal Chunks und lagere das hier oben in die globalen Variablen aus. Denn das ist eine Variable, die wir überall brauchen. Die sollte auch überall gleich sein. Und dann haben wir hier eben out Filename ist gleich. Und da wir jetzt hier nicht sicher sein können, wie die Datei, die wir entschlüsseln wollen, heißt, würde ich jetzt hier einfach mal, ja, wisst ihr was, wir machen das einfach so. Wir sagen hier filename.split. Und zwar am Bindestrich und wir wollen den hinteren Teil haben. Das heißt, alles, was vor dem letzten Bindestrich steht, wird weggeschmissen. Wenn es halt die Datei encrypted-my-file-long.wave heißt, dann heißt der am Ende halt doch nur long.wave. Das ist dann halt so, ja. Also wir sperren quasi die Bindestriche. Ihr könnt es auch gerne irgendwie anders machen, aber wir sperren jetzt hier einfach mal die Bindestriche. Wir können auch wieder mit dem Hashtag sephash arbeiten, das wir hier beim Transfer Files verwendet haben, aber das müssen wir nicht. So. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir müssen wieder with open filename und dieses Mal wollen wir hier diese binäre Datei, also die verschlüsselte Datei, binär lesen. Und zwar, das ist jetzt unsere f-Input. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch noch, halt, stopp, wir brauchen das eigentlich noch gar nicht. Erstmal brauchen wir natürlich den IV wieder. Jetzt müssen wir quasi das, was wir hier oben geschrieben haben, müssen wir jetzt hier wieder disassemblen sozusagen. Das heißt, der IV wird wieder ausgelesen und zwar über f-input.read. Und naja, wie viel wollen wir lesen? Natürlich genau 16. Ja, das ist quasi das erste, was wir hier haben.
Und, nee, halt, stimmt nicht. Das erste war eigentlich die File Size. Die müssen wir auch noch lesen. Das heißt, File Size ist das, also es muss wirklich in derselben Reihenfolge sein. Wenn wir hier die File Size zuerst schreiben, müssen wir hier die File Size zuerst lesen. Und wenn wir den IV als zweites schreiben, dann muss der IV als zweites da drin stehen. Ansonsten kommt unser Programm durcheinander und wir haben es quasi verbockt. Und das heißt, wir sagen hier int f-input, f-input Read, ja, das ist ein Komma geworden, das ist natürlich doof, Read 16. So, wir wollen hier genau 16 Byte lesen für die File Size, das wollen wir in Integer konvertieren. Wie gesagt, wir hängen hier führende Nullen vorne dran, das heißt, wir müssen uns hier keine Gedanken machen. Auf der anderen Seite haben wir dann den IV, den wir als zweites geschrieben haben und dann erst kommt die Datei. So, wie können wir jetzt die Datei decrypten und warum haben wir das eigentlich vorher gemacht? Naja, wir brauchen den IV für den Decryptor. Das heißt, der Decryptor ist gleich aes.new. So, und ja, jetzt natürlich der Key hier rein, das sollte klar sein. Auf der anderen Seite brauchen wir allerdings denselben Modus, aes.mode. Haben wir hier CFB verwendet? Ja, nochmal double checken, falls ihr was anderes verwendet habt. Es muss derselbe sein, sonst kommt hier nur Quatsch bei raus. Dann IV hinten dran und dann können wir anfangen mit der Ausgabedatei with open. Und hier nehmen wir jetzt einfach mal unsere out-file-name, Komma, und wir wollen binär schreiben, also write binary, ja, und zwar als f-output und dann geht es hier weiter und zwar wieder mit einem while true. Wir wollen die Datei, die verschlüsselt ist, genauso lesen wie immer. Das heißt, wir sagen hier if len von Chunk, halt erstmal müssen wir noch einen Chunk lesen. Also erstmal lesen wir den Chunk. Chunk ist natürlich wie oben auch f-input.read Chunks. Und dann sagen wir hier, wenn das gleich 0 ist, dann bitte break. Ansonsten machen wir ganz normal weiter und ja, schreiben alles in unsere f-output. f-output. Write. Und hier kommt jetzt alles rein, was decrypted ist. Das heißt, wir brauchen den Decryptor und sagen dem Decrypte mal bitte. Was will er denn decrypten? Naja, unseren Chunk natürlich. Okay. Und als nächstes sagen wir hier f-output.truncate. Und truncate ist eine weitere nützliche, oh, da steht nichts dabei, schade. Das wäre schön gewesen, wenn da was dabei stehen würde. Also was das im Endeffekt tut, ist, es kürzt euch quasi die Datei auf eine feste File-Size, damit wir das quasi haben. Das heißt, es schneidet euch das ab, was ihr nicht mehr braucht. Und das ist im Endeffekt genau das, was wir hier gemacht haben. Diese Leerzeichen am Ende, die werden euch einfach abgeschnitten am Ende. Deswegen auch Truncate. Truncate ist Englisch für kürzen, falls ihr es nicht wusstet. Und jetzt können wir hier tatsächlich hergehen und können hier ein Decrypt aufrufen mit getKey aus Password und der File-Name. Beziehungsweise eigentlich nicht der File-Name. Der File-Name ist falsch. Wir wollen natürlich das Ding hier haben. Copy Path und zwar den Absolute Path. So. Und das ist jetzt unsere verschlüsselte Datei. Die kann ich jetzt allerdings ruhig nochmal löschen am Anfang. Und zwar, die wird hier erstmal erstellt und dann wird sie quasi wieder decrypted. So, und jetzt sagen wir hier, okay, Passwort. Wie soll denn mein Passwort sein? Habe ich mein Secure Passwort noch irgendwo hier? Wunderbar. Und dann kann ich das hier reinpasten. So, jetzt wird sie erstmal verschlüsselt und jetzt wird sie wieder entschlüsselt. Und wir gucken jetzt mal, ob die entschlüsselte Datei wieder dieselbe ist. So, ich habe das jetzt mal kurz abgespielt. Ihr könnt das gerne mal für euch probieren und einfach mal überprüfen, ob das dieselbe Datei ist. Jetzt ist natürlich immer noch das Problem folgendes. Also das ganze Ding ist natürlich hier noch nicht fertig, ja. Jetzt ist natürlich das Problem immer noch folgendes. Wir haben hier long.wave, wir haben hier encrypted long.wave. Das ist schon alles recht schön und gut, aber wir wollen gerne überprüfen, ob long.wave, also wieder entschlüsselt, ob das dasselbe ist wie dieses long.wave hier. Das heißt, ob bei der Übertragung auch wirklich alles richtig gegangen ist. Und das machen wir dann entweder beim nächsten oder beim übernächsten Mal, denn ja, wir wollen hier uns auch noch mit, also wir haben zwei Probleme noch, ja. Das erste Problem ist, die Dateien könnten kaputt gegangen sein beim Übertragen. Das müssen wir noch hinkriegen, das ist das eine.
Und auf der anderen Seite müssen wir noch hinkriegen, dass die Dateien oder die Schlüssel auch richtig übertragen werden. Also ich meine, aktuell ist es hier einfach dieses Passwort. Dieses Secure Password von hier, das ist tatsächlich das große Problem. Wir müssen dieses Passwort irgendwie auch zu unserer anderen Person bekommen und das machen wir mit asymmetrischer Krypto und ja, das machen wir dann wahrscheinlich auch beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal. Irgendwann dann halt. Ja, keine Garantie hier für irgendwas. Also ja, ich wünsche euch viel Spaß beim selber ausprobieren. Vielleicht findet ihr noch was Schönes und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.